So, und jetzt haben wir ein ganz wichtiges Thema für alle Wasserbesitzer, Gartenbesitzer, Entschuldigung. Ja, weil dieses Jahr mussten wir, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, mehr wässern an unseren Pflanzen als jemals zuvor. Aber wie viel Wasser haben Sie für Ihre Pflanzen, für Ihren Rasen, für Ihre Gemüsebeete denn gebraucht? Das weiß man nicht. Und das klären wir jetzt in dieser Sendung, weil das unter Umständen auch ein Kostenfaktor sein könnte. Denn wir haben einen digitalen Wasserzähler für gerade mal 11,39 € und der kann einem, Carsten, schon mal einen richtigen Überblick verschaffen, wie viel Wasser brauche ich eigentlich für meinen Garten. Und genau darum geht. Schluss mit Schätzen heißt es nämlich jetzt mit diesem Gerät hier. Mit diesem Gerät wissen Sie ganz genau, wie viel Liter Wasser Sie da am Tag oder in der Woche oder insgesamt schon in Ihren Garten abgelassen haben. Denn natürlich möchten Sie Ihren Garten genießen, zu Recht, und er soll auch schön aussehen. Er muss ja auch gewässert werden, machen wir uns da gar nichts vor. Aber so ein bisschen die Kostensituation im Auge zu behalten, ist in der heutigen Zeit mit Sicherheit nie ein Fehler. Und man spart ja, wo man kann. Und insofern ist das mit so einem Wasserzähler mit Sicherheit genau die richtige Gelegenheit. Sie sehen die klassischen Klickanschlüsse, die werden natürlich auch auf Ihrem Wasserhahn passen, sowohl von oben an den Wasserhahn als auch von unten an den entsprechenden Schlauch. Das sind mittlerweile Standard-Klickanschlüsse. Und ganz egal, ob Sie sich jetzt für den Schlauch entscheiden, den wir Ihnen gleich im Anschluss noch mit auf den Weg geben möchten, oder ob Sie Ihren bereits bestehenden Wasserschlauch dann anschließen möchten. Es wird passen. So, und dann haben Sie jetzt hier einen Wasserzähler, einen digitalen Wasserzähler wohlgemerkt, wo Sie ganz einfach mal eben schauen können, wie sieht es denn aus? Wie viel Wasser verbrauche ich denn aktuell? Wie viel Wasser habe ich jetzt? Hab den Wasserhahn um 9 Uhr morgens aufgedreht, bis um 20 nach 9 habe ich ihn laufen lassen. Wie viel Wasser habe ich denn jetzt im Allgemeinen in dieser Zeit verbraucht? Wie sieht es mit dem letzten Verbrauch aus? Was beispielsweise habe ich am Abend vorher verbraucht? Die Gesamtsumme natürlich des Wassers, immer in Liter gemessen, und der durchschnittliche Verbrauch. Das alles wird Ihnen hier angezeigt. Und damit Sie sich nicht dauernd runterbücken müssen, meistens sind die Wasseranschlüsse natürlich so ein bisschen auf Kniehöhe, wäre mir auch zu anstrengend, mich darunter zu beugen, können Sie den Wasserzähler ganz einfach rausnehmen, quasi aus den Anschlüssen, und können sich das Ganze noch mal in aller Ruhe ansehen. Betrieben wird das Ganze mit einer kleinen Knopfzelle. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt einfach mal aus dem Gehäuse rausgenommen. Ist ein Kinderspiel. Und jetzt können Sie eben hier per Durchklicken quasi sehen, was war der letzte Verbrauch, wie sieht es im durchschnittlichen Verbrauch aus und so weiter. Also die ganzen einzelnen, klar, steht der jetzt hier auf 0, ist logisch, da würden dann bei Ihnen entsprechend die Werte drinstehen. Das Schöne ist, dass Sie ja eine tolle Möglichkeit haben, tollen Überblick haben über das, was Sie eben an Wasser verbrauchen. Ich persönlich habe also auch schon einige Gärten gewässert, einige Hecken gewässert, einige Blumen gewässert. Wissen Sie, mache ich das mit einer 10 Liter Gießkanne, dann weiß ich, wie viel Wasser da drin ist. Wenn die leer ist, habe ich 10 Liter Wasser verbraucht. Habe ich aber einen Gartenschlauch in der Hand und habe eine 10 Meter breite Hecke, die schon so langsam braun wird, oder einen Rasen, den ich immer mal punktuell mit so einem Wassersprenger benetzen möchte, da muss ich ja schon fast auf die Uhr schauen und sagen, ich mache den Wasserhahn an, jetzt stelle ich den Wassersprenkler 5 Minuten an diese Stelle. Okay, 5 Minuten sind rum, dann muss ich an die nächste Stelle. Aber dann weiß ich immer noch nicht so wirklich, wie viel Wasser habe ich denn jetzt eigentlich verbraucht. Oder wüssten Sie, wie viel Wasser aus dem Schlauch rauskommt, wenn Sie 10 Minuten an der Hecke stehen und das Ganze wässern? Wenn Sie das schätzen können, sind Sie mit Sicherheit ein ganz gewiefter Fuchs. Damit auch Lotto. Wenn man das schätzen kann, wenn man das schätzen kann, hat man noch eine größere Wahrscheinlichkeit, den Lotto-Jackpot abzureißen. Aber Spaß beiseite. Natürlich geht es darum, dass wir ein bisschen sparen wollen, dass Sie ein wenig sparen wollen, aber trotzdem Ihren Garten genießen möchten. Denn natürlich ist der Sommer eine schöne Angelegenheit, ja, aber wenn alles braun um dich herum ist, macht es auch keinen Spaß. Ne? Naja, hast du vollkommen recht. Das muss schon alles schön grün sein. Und hiermit haben wir die richtig perfekte Möglichkeit. Also genial auch, dass man das einfach hier so rausnehmen kann. Das finde ich super praktisch gemacht aus dem Gehäuse, dass man sich da echt nicht runterbücken muss. Spritzwasser geschützt natürlich auch alles. Und super einfach per Klickanschluss oben und unten natürlich verbinden. Wir haben gleich auch noch einen richtig genialen Schlauch für Sie. Den würde ich direkt mitbestellen. Aber hier unbedingt zugreifen. 11,39 €. Also kassengünstiger geht ja gar nicht mehr. Ist schon toll gemacht. Ja. Also ich sag mal, die Kosten dafür hast du mit Sicherheit rucki zucki wieder raus, wenn du einfach ein bisschen bewusster wässerst, weil du jetzt einfach genau weißt, was du da tust. Da wird natürlich alles in Liter angegeben und damit haben sie einen super Überblick auch über das ganze Jahr, wenn sie wässern müssen. Also unbedingt zugreifen, bestellen Sie gerne, indem Sie kostenfrei anrufen, natürlich 0800 51 51 und 3 mal die 4. Unsere Kollegen im Callcenter freuen sich auf Ihren Anruf und nehmen Ihre Bestellung auch gern entgegen mit der ZX70 47 und der 569. Und jetzt fehlt uns natürlich noch der ideale Gartenschlauch. Aber was ist überhaupt so ein idealer Gartenschlauch? Den zeigen wir Ihnen jetzt nämlich, weil der hat es wirklich in sich. 7,50 Meter Gartenschlauch habe ich hier in meiner Hand.
Irgendwie Ja? kommt mir das ein bisschen kurz vor. Schon, oder? Ich Ja. dachte eigentlich auch nicht, dass ich die Spannweite eines Michael Phelps habe. Ja, Sie wie vom kennen den Adler. Schwimmer wahrscheinlich, ja. Also normalerweise wird man sagen, naja, lass das vielleicht mal 2 Meter sein. Und mit Ihrer Schätzung liegen Sie gar nicht mal so falsch. Denn dieser Schlauch, den ich hier in meiner Hand halte, Ja. ist de facto vom Basis her, ich gebe ihn dir mal Dankeschön. rüber, 2,50 Meter lang oder Aha. kurz, je nachdem, wie man das nennen möchte, von welcher Seite Sie das Pferd besteigen möchten. Aber unter Wasserdruck dehnt der sich aus. Und damit sind wir in einem der wohl cleversten Gartenzubehörbereiche, Ja. die mir persönlich in meinem Leben jemals begegnet ist. Klein und handlich und vor allen Dingen leicht zu verstauen. Den kriegen Sie sogar in einem Schuhkarton in einer Kindergröße untergebracht. Mal Ja. eben schnell in eine Schublade, in die Garage getan und eben nicht mit einem großen Schlauchgebilde oder was ständig auf der Terrasse stehend, haben Sie diesen Schlauch schnell untergebracht. Wenn Sie ihn aber brauchen, dann schrauben Sie ganz einfach oder legen ganz einfach mit dem Klickanschluss an den Wasserhahn dran. Und sobald Sie jetzt das Wasser aufdrehen, wird Folgendes passieren. Ja, wir geben dem Kollegen mal kurz die Zeit. Klar, eine Spritzdüse noch oben drauf. Haben wir übrigens auch an anderer Stelle für Sie im Programm. Für kleines Geld übrigens. Wenn Sie dann noch was suchen, auch gerne mal bei uns im Internet schauen oder einfach mal die laufenden Sendungen verfolgen. Und jetzt schauen Sie, was passiert. Jetzt kommt da Wasser auf den Schlauch drauf. Es sieht ein bisschen aus wie asiatische Nudeln oder wie ein Regenwurm, habe ich mal gesagt. Ja, aber jetzt Ja. dehnt der sich aus, denn dieser Gartenschlauch hat im Inneren einen Latexkern und der dehnt sich auf bis zu 7,50 Meter aus, nur durch den Druck des Wassers. Jetzt haben Sie natürlich aus 2,50 Meter einem kurzen 2,50 Meter Gartenschlauch, einen langen Gartenschlauch mit 7,50 Meter gemacht und können jetzt nach Herzenslust wässern. Super finde ich den Gartenschlauch beispielsweise fürs Camping oder mal für Ja. einen Vorgarten, für ein Schrebergärtchen oder ähnliches, da wo eben vielleicht wenig Fläche zur Verfügung steht. Die gibt es natürlich auch noch länger und Sie können auch gerne 2 Stück aneinander packen, wenn Sie das wollen. Wenn Sie aber dann fertig sind und das Wasser wieder abdrehen und das Wasser, was im Schlauch noch drin ist, ablassen, dann zieht der sich automatisch wieder zusammen auf seine Minimallänge von 2,50 Meter. Dann können Sie den nehmen, einwickeln und wieder quasi in der Hosentasche auf die Seite tun. Ich habe viele Schläuche, gerade die PVC-Schläuche in der Hand gehabt. Ralf, wir haben uns vor der Sendung noch darüber unterhalten. Diese Schlauchtrommeln und dergleichen, die sind eine blanke Katastrophe. Und vor schon allem- ein Knick drin. Und vor allem oder? auch das Restwasser, das drin bleibt. Ja, das ja, ist ja ja. noch ein Zusatzgewicht. Das wird hier wieder rausgemacht, dadurch, dass der das wieder zusammenzieht. Und dementsprechend, du hast vorhin gesagt, Schuhkarton. Das ist ein Gartenschlauch, der passt wirklich in den kleinen Schuhkarton. Ja, absolut. Den hast also auch keine Unterbringungsprobleme. Gar nicht. Und jetzt finde ich es natürlich eine herausragende Kombination. Unser Wasserzähler, und Ja. da haben wir den Klickverschluss schon dran klicken. Und dann haben Sie auch immer die Übersicht, wie viel Wasser Sie gerade gesprüht haben. Ich möchte da noch mal kurz zurückkommen. Also ich wässer jetzt auch bei unserem Garten, aber ich hätte nicht mal im Ansatz eine Ahnung, wie viel Wasser ich gerade verwendet Hat man habe. kein Gespür für, Nein, oder? nein, überhaupt nicht. Ja? Ja, ja. Guck mal jetzt hier, also in der Kombination großartig. Ich möchte wohl nochmal betonen, dass der Schlauch also nicht nur einen stabilen Latexkern hat, das können Sie hunderte Male, tausende Male, würde ich fast sagen, auf und wieder zumachen das Ganze, also ausdehnen und wieder zusammenziehen lassen. Der hat aber auch gleichzeitig eine stabile Ummantelung. Das ist so eine Kunststoffummantelung, so Nylongewebe ist das. Und ich persönlich habe schon so manchen Gartenschlauch kaputt gehen sehen, weil ich ihn bei mir auf der Terrasse, früher immer schon, immer über die Kante von den Steinen, über die Terrassenkante schleifen musste. Klar, der Wasseranschluss ist hinten an der Wand und wenn du dann über so eine Steinkante oder was rüber gehst, dann geht so ein PVC-Schlauch natürlich irgendwann mal kaputt. Unabhängig davon, dass sie natürlich auch sehr UV-anfällig sind. Durch das Sonnenlicht werden die gerne mal im Laufe der Zeit poröse. Und wenn er dir platzt, musst du ihn wegschmeißen, dann kannst du nichts mehr damit machen. Der hier ist ausgesprochen robust, den können Sie mal mehrmals über eine Steinkante ziehen, ohne dass was passiert. Den können Sie sogar in der Sonne liegen lassen, zur Not das ganze Jahr über, wenn Sie möchten, wenn Sie ihn nicht platzsparend verstauen wollen. Der ist UV-beständig und immer einsatzbereit. Ich finde den großartig, unsere Kunden lieben ihn. Es gibt kein Verknoten, kein Verkeilen, kein gar nichts. Also diese berühmten Knicke oder diese Knoten, die Nichts. wie auch immer in so einen Gartenschlauch reinkommen. Wird mir immer ein Rätsel bleiben, wie das passiert, ist damit absolut ausgeschlossen. Ganz, ganz tolles Modell, neueste Generation und die haben wir heuer für 12,34 €. Die habe ich auch schon für 30, 40 € liegen sehen. Also schnell zugreifen, gerade für diesen tollen TV-Sonderpreis. Und an Ihrer Stelle würde ich beides zusammen bestellen. Weil man braucht einfach so einen digitalen Wasserzähler, das ist wirklich super wichtig. Und natürlich auch einen guten Gartenschlauch. Hier haben wir einen dehnbaren Gartenschlauch von 2,5 auf 7,5 Meter. Und wenn Sie ihn gerade mal nicht brauchen, zieht er sich eben platzsparend wieder zusammen. Also nutzen Sie die Chance. Wir haben Ihnen wirklich 2 praktische Helfer in dieser Sendung gezeigt für Ihre Gartenarbeit, die die Gartenarbeit deutlich leichter und bequemer machen. Also zugreifen.